So, Start. Alter Schwede, ich habe die falsche Brille auf. So, jetzt lassen wir alles laufen. Das ist mir jetzt wurscht. Wurscht. So, ich glaube, viele Kreative kennen das. Wenn man was Neues anfängt oder wenn man eine neue Herausforderung hat, dann ist man erst voller Enthusiasmus und hat richtig Bock, das zu machen und geht mit vollem Elan rein. Und dann kommen vielleicht die ersten kleinen Rückschläge, was manchmal dazu führt, dass dann gerade Kreative ein bisschen zu sehr zweifeln und dann fängt das Overthinking an, dann kommt vielleicht noch Fear of Failure dazu und dann kann es schnell dazu führen, dass man entweder prokrastiniert oder dass man einfach komplett in Starre verfällt. Weil es gibt ja meistens so diese drei Stressbewältigungsstrategien, das ist dann entweder Flucht, Angriff oder Todstellen. Und dieses Todstellen kann natürlich auch Prokrastination sein. Man hängt den ganzen Tag am Telefon oder macht irgendwas anderes, wo man einfach Zeit sozusagen totschlägt, aber nicht sich an seine Sachen setzt, die vielleicht wichtig sind, um voranzukommen. Weil ich glaube, Progress und vor allen Dingen auch Veränderung, positive Veränderung ist wirklich wichtig, gerade für kreative Menschen, eigentlich für alle Menschen. Aber gerade kreative Menschen haben vielleicht nochmal eine intrinsische Motivation, Sachen zu verändern, weil sie einfach gerne kreativ sind und einen inneren Drang haben, Sachen zu verändern. Und was macht man da, wenn man dann festhängt? Ich glaube, das Einzige, was man dann machen kann, ist einen Perspektivwechsel zu machen, dass man einfach mal zur Seite tritt und dann versucht, vielleicht nicht so viel am Telefon zu hängen und dann vielleicht irgendwann eine neue Perspektive hat. Und diese neue Perspektive führt dann dazu, dass man vielleicht wieder mehr eine Connection hat zu der Motivation. Warum hat man damit angefangen? Warum will man Progress? Warum will man eine Veränderung? Und ich glaube, das Entscheidende ist auch, dass man dieses Fear of Failure oder diesen Zweifel erstmal akzeptiert und sagt, der ist jetzt so, damit man dann im Endeffekt auch wieder eine Verbindung herstellen kann zwischen dem emotionalen und dem, also zwischen der rechten und linken Gehirnhälfte und dass dadurch dann Progress möglich ist. Weil Zweifel ist eine schöne Sache, das ist wie ein Kaminfeuer im Haus, das kann wärmen und schön sein, das kann auch helfen, dass man nicht zu selbstsicher ist, dass man nicht zu sehr überzeugt ist von dem, was man macht, sondern dass man immer auch so ein bisschen Realitätscheck hat. Es kann aber auch dazu führen, dass das ganze Haus abbrennt und dann ist natürlich vorbei. Das ist natürlich nicht optimal. Deshalb sollte man aufpassen, dass man nicht zu viel Zweifel hat, dass man nicht verzweifelt. Und da hilft eigentlich meiner Meinung nach nur Action kills Fear. Das heißt, rausgehen, sich ein Zeitlimit setzen und sagen, okay, jetzt habe ich 2-3 Stunden rumgegrübelt, 4 Stunden prokrastiniert und jetzt entweder schreibe ich den Tag ab und sage, ich mache morgen weiter oder ich sage, 2 Stunden mache ich jetzt was ganz anderes. Versuche mich dieser Situation zu stellen, versuche jetzt rauszugehen, Telefon zu Hause lassen und dann wirklich gucken, warum mache ich das? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Wie kann ich helfen? Wie kann ich die Welt zu einem schöneren Ort machen? Und ich glaube, das Schöne auch daran ist, wenn man wieder anfängt, Sachen zu machen, wo man richtig Bock drauf hat, dann ist das so ein bisschen, wie es war, als man Kind war, dass man halt wirklich wieder offen und mit einem wachen Bewusstsein durch die Welt geht. Und dann passieren sowieso Wunder, weil man dann wieder die kleinen Wunder des Lebens erkennt und weil man dann wieder das Sakrale im Profanen findet oder dass man einfach die Sachen, die man sonst immer übersehen hat, auf einmal schätzen lernt. Und diese Dankbarkeit für diese ganz kleinen Sachen, für diese Mini-Details einem dann wieder in die Situation versetzen können, dass man das große Ganze auch wieder versteht oder ansatzweise versteht, wenn es überhaupt irgendwie möglich ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und da hat jeder einen anderen Zugang zu. Für mich ist es immer gut, wenn ich dann noch einen Talisman habe oder wenn ich irgendetwas habe, was analog ist, was mich daran erinnert, in die Angst zu gehen, meine Sachen umzusetzen und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und bei mir ist das tatsächlich eine Uhr. Das kann aber auch eine Kastanie sein, die dir oder Orangen, die kannst du in die Hosentaschen stecken oder auch 2. Und dann kannst du dich immer daran erinnern, da war doch noch was.
whatever. Also ich glaube, das ist die Geschichte. Man sollte irgendwie trotzdem den inneren Schweinehund überwinden, den inneren Perfektionismus überwinden und einfach Sachen machen. Das hört sich mal so leicht an und wenn man total blockiert ist, ist das ja auch Quatsch. Das ist so, als wenn man einem Depressiven sagt, mach doch mal Sport, das funktioniert nicht. Aber ich glaube schon, dass man diese Connection zu seiner emotionalen Ebene wiederfinden muss und dann einfach rausgehen und dann einfach machen, irgendwo anfangen. Ich glaube, das funktioniert. Ich muss die andere Kamera noch ausmachen. Die läuft da so munter weiter, wo nichts passiert. Ne? Und wichtig dabei ist auch, dass man einfach Spaß auf dem Weg hat. Dass man nicht auf das Ziel schielt, sondern dass man wirklich versucht, währenddessen schon Spaß zu haben. Weil wenn du nur das Ziel im Auge hast und währenddessen alles nur Schmerzen und wirklich Unwohlsein ist, don't do it. Ich glaube, es ist besser, dass der Weg dahin muss schon Spaß machen. Das heißt zum Beispiel, ich habe total Bock auf Superweitwinkel. Jetzt habe ich diese Action-Cam einfach da oben festgeklemmt und das Bild ist einfach super. Ich sehe ein bisschen bekloppt aus, aber das ist genau das, was ich gut finde. Und dann ist es auch richtig. Und es muss jetzt nicht irgendwas anderes sein, sondern es muss sich richtig anfühlen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Weil im Endeffekt geht es darum, dass man für sich selber erstmal Spaß hat und dass man diesen Spaß und diese Freude dann auch auf andere übertragen kann und dadurch inspirieren kann.